So, herzlich willkommen zu diesem Kakao-Date mit Katrin. Diesmal zum Thema Beziehungen und Dating in Mexiko. Hier ist es jetzt noch morgens um 11. In Deutschland ist es schon um 7. Und es sind auch ein paar Leute da, das freut mich sehr. Es gibt hier auch so einen Chat, falls hier jemand was reinschreiben möchte. Dann ist alles ein bisschen anders als bei Instagram. Aber ich gewöhne mich so langsam dran. Und ja, also warum dieses Thema? Ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, merke ich, weil das natürlich auch sehr persönlich ist, ne? Und weil das natürlich auch immer mit vielen Emotionen zu tun hat, so dieses ganze Thema Beziehung und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, es ist halt wichtig, darüber zu sprechen. Vor allen Dingen auch meine Geschichte, ne? Und auch allgemein, wie das halt in Mexiko so ist, was man da vielleicht auch beachten sollte und was einen da halt so erwartet, ne? Weil es ist halt schon nochmal was ganz anderes als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Und deswegen würde ich erstmal ganz kurz nochmal meine Geschichte erzählen, warum, also ja, wie das Thema halt bei mir so ist mit Partnerschaften und so weiter. Also bei mir war das ja so, ich bin 2016 2 Monate durch Mexiko gereist, habe dann da über Tinder einen Mexikaner kennengelernt in Mexiko-Stadt und war dann 2 Tage mit ihm zusammen und dann bin ich aber auch schon wieder zurück nach Deutschland. Und dann hat er mich, also wir waren dann die ganze Zeit in Kontakt, ne, übers Internet eben. Und dann ist er 7 Monate später, glaube ich, ja, nach Deutschland gekommen. Dann haben wir 2 Wochen da verbracht. Und nach den 2 Wochen wusste ich, oder wir haben beide entschieden, dass wir eben ein Leben zusammenführen wollen. Und für mich war dann klar, dass ich nach Mexiko gehe. Und so kam das erstmal, dass ich überhaupt nach Mexiko ausgewandert bin. Also letztendlich der entscheidende Grund war schon ein Mann. Ne? Und während ich noch in Deutschland war, haben wir auch schon die Hochzeit in Mexiko geplant. Das heißt, ich kam in Mexiko an, habe mein ganzes Leben eben in Deutschland hinter mir gelassen und kam da an und war aber direkt bei jemandem zusammen. Also ne, ich bin dann eben direkt zu dem nach Hause gezogen und habe halt kannte Mexiko vorher eben nur von 2 Monate Reisen, alleine reisen. Und als ich dann hierher gezogen bin, bin ich eben direkt in die Beziehung beziehungsweise in die Ehe auch gegangen und habe dann Mexiko ja quasi nur erstmal aus der Perspektive von der Ehefrau sozusagen kennengelernt und immer quasi in dieser behüteten Atmosphäre auch, sage ich mal, ne? Dass ich eben direkt da mit jemandem zusammen gewohnt habe und so weiter. Und der hatte halt eben auch einen Job. Ne? Ich musste mich am Anfang ja auch überhaupt nicht um irgendwie finanzielle Sachen kümmern und so. Ich hatte halt echt erstmal voll meine Zeit, um meinen Blog aufzubauen. Und ja, das ging eigentlich ein ganzes Jahr so. Er hatte halt einen ganz normalen Job, ne? Und ich habe dann halt zu Hause mein Ding gemacht. Ich habe ja auch kein Spanisch gesprochen und nichts. Ich konnte auch nicht viel machen. Ich habe dann halt immer nur gewartet, bis er wieder von Arbeit kam. Und am Wochenende haben wir dann halt Sachen zusammen gemacht. Ausflüge oder so. Aber das war es dann auch schon. Und irgendwann habe ich halt gesagt, dass mir das zu langweilig ist. Und dann sind wir nach Oaxaca gezogen, nach einem Jahr in Querétaro. Und haben uns dann da selbstständig gemacht, haben halt angefangen, Touren zu geben und so. Also dann wurde die Dynamik nochmal eine ganz andere, weil er ja nicht mehr der Hauptverdiener war, sondern weil wir beide quasi zusammen ein Unternehmen gegründet haben. Und da fingen auch wirklich erst die richtigen Probleme an. Und darauf werde ich dann später auch nochmal eingehen. Die Dynamik ist halt normalerweise schon, würde ich sagen, in Mexiko immer noch so, dass der Mann halt der Hauptverdiener ist und das auch gerne tut. Ne? Das ist halt sowas, was er von zu Hause kennt, dass der Mann kümmert sich eben um die ganzen finanziellen Sachen und die Frau ist halt schon meistens zu Hause. Oder wenn sie arbeitet, ist jetzt dann nicht so, ist eigentlich egal, wie viel Geld sie da verdient, ne? Weil der Mann sich halt darum kümmert. Und solange wie das bei uns halt auch so war halt die Beziehungsdynamik auch nochmal eine ganz andere, ne? Als dann eben später, als wir quasi beide zusammen irgendwie versucht haben, Geld zu verdienen. Dann hat sich alles halt echt nochmal ganz krass verändert. Und auf jeden Fall dann nach 3 Jahren habe ich die Beziehung quasi beendet. Ne? Ich bin dann quasi ausgezogen. Und das war 2020, im Oktober 2020. Und seitdem bin ich halt Single. In Mexiko allein, lebe allein, bezahle meine Miete allein und so weiter. Und das ist wirklich eine ganz andere
Erfahrung auch nochmal. Weil es kommt auch dazu, dass ich hier ein bisschen auf dem Dorf wohne. Also erstens mal in Oaxaca, was ja sowieso schon eine sehr ländliche Region ist. Und dann wohne ich auch nochmal auf dem Dorf, hier nochmal eine halbe Stunde weg von der Stadt. Und es ist wirklich interessant, ne? Weil also jeder im Dorf kennt mich, alle wissen, dass ich hier alleine wohne mit meinem Hund. Und die Leute machen sich auch durchaus manchmal Sorgen. Also mir sind schon so viele Sachen passiert, dass mich Leute auch tatsächlich quasi eingeladen haben, dass ich bei denen wohnen kann, ne, weil das für die Männer halt, ist auch egal welchen Alter, also manche sind 70 und bieten mir das an, dass das halt für die so unverständlich ist, dass ich mich da um all das alleine kümmere, ne, und dass ich eben Miete bezahlen muss und so. Und das finden die halt, glaube ich, so ein bisschen unfair. Und die wollen halt nicht, dass ich diese Verantwortung halt selber tragen muss. Also das merkt man richtig, dass ich denen da leid tue. Das ist sehr, sehr spannend. Und genau, also das vielleicht jetzt erstmal so zum Hintergrund zu meiner Geschichte. Und ja, und warum jetzt das mit der Ehe nicht geklappt hat, ich glaube schon, dass der Hauptgrund auf jeden Fall auch kulturelle Unterschiede waren. Und falls du schon mal in Mexiko warst, als Frau, ich glaube, das passiert den meisten Frauen, wenn sie das erste Mal nach Mexiko reisen, dass das halt schon sehr aufregend ist, die Art und Weise, wie die Männer zu dir sprechen und ne, weil es halt alles viel gefühlvoller ist auch. Ne? Zum Beispiel, dass dir die Tür am Auto aufgehalten wird oder sowas. Das sind halt so ganz normale Gesten, die man aus Deutschland halt so überhaupt nicht kennt. Und das beeindruckt auf jeden Fall am Anfang. Ja, und auch wie sie einen immer ihre Liebe gestehen und so. Ich sag mal, da ist halt immer sehr viel Gefühl dabei, ganz viel Emotion. Und ich glaube, gerade wenn man halt selber eher so ein emotionaler Typ ist und man kommt aus dem kalten Deutschland, dann ist das am Anfang wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also es ging mir ja genauso, ne? Als ich den Cäsar da kennengelernt habe, der war ja auch so total emotional und total fürsorglich und so. Und das hat mich halt damals eben total beeindruckt. Also mittlerweile kenne ich das ja jetzt schon seit einigen Jahren, wie das läuft und kenne natürlich auch ähm, die Schattenseite, sage ich mal, davon, weil die Männer gehen halt schon meistens mit allen Frauen so um. Na, also man denkt dann halt so selber, oh, ich bin jetzt hier voll was Besonderes und wie toll der sich um mich kümmert und so, aber das ist so ein normales Verhalten, sage ich mal. Na, das ist halt nur manchmal, wenn man aus so einer Gesellschaft wie in Deutschland halt kommt, ist das halt erstmal fühlt sich das halt total besonders an. Aber hier ist das ganz normal. Also das nur nochmal so als Tipp, wenn du nach Mexiko reist und dann eben Mexikaner kennenlernst und sowas. Ne, da einfach ein bisschen, also nicht vorsichtig sein, aber dir einfach dessen bewusst sein, dass das eben Teil der Kultur ist, dieses sehr emotionale und dieses romantische und sowas. Ne? Das ist halt hier nochmal viel ausgeprägter. Und ja, und wo war ich jetzt stehen geblieben? Warum das mit der Ehe nicht geklappt hat? Ja, ja, also die kulturellen Unterschiede waren halt einfach auch, dass dass Cäsar halt nie wirklich auch gelernt hat, über seine Gefühle zu sprechen. Und das ist auch was mir aufgefallen ist, was bei ganz vielen mexikanischen Männern der gleiche Fall ist. Hallo Daniel, na? Schön, dass du da bist. Dass sie halt früher auch gar nicht wirklich gelernt haben, zu Hause mit Gefühlen umzugehen. Also es war alles immer total dramatisch und total emotional und so, aber es wird halt nicht rational darüber gesprochen. Ne? Wie fühle ich mich gerade? Warum handle ich dann so und so? Warum fühle ich mich vielleicht gerade eifersüchtig oder sowas? Das, das habe ich so noch nicht erlebt, dass da wirklich rational dann, sage ich mal, auch damit umgegangen wird. Und deswegen ist halt immer schnell alles sehr dramatisch. Und ja, und das war zum Beispiel ein Problem in meiner Ehe, ne? Dass wir halt über Konflikte nicht reden konnten, weil das dann immer dazu führte, dass er einfach gegangen ist, ne? Oder dass er dann auch Alkohol getrunken hat und so. Und es war halt einfach diese Grundlage, um einfach mal über Probleme zu sprechen, war halt gar nicht da. Und naja, das kann ja dann nur scheitern, ne, wenn man nicht offen über Problematiken sprechen kann. Und dann auch, glaube ich, wirklich halt die Situation, dass er nicht Hauptverdiener war und dass ich auch immer mehr wollte. Dass ich auch mal gesagt habe, okay, wir brauchen irgendwie mehr Einkommen oder ich möchte was verändern an der Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir haben halt damals Touren gegeben über Airbnb Experience und das dann wirklich über einen längeren Zeitraum immer das Gleiche und das kann ich halt nicht lange. Ich brauche halt immer irgendwie Wachstum oder zumindest Veränderung.
Und er hat immer gesagt, sei doch froh mit dem, was du hast und so. Und das ging halt auf Dauer auch einfach nicht gut. Ich habe mich halt so ausgebremst gefühlt mit meinen eigenen Ideen. Und ich glaube, das hatte durchaus auch diesen kulturellen Hintergrund, ne, dass er da eben nicht der Provider war, der eben das Haupteinkommen hatte und der quasi gesagt hat, wo es lang geht, ne, sondern dass ich das alles übernommen habe. Und das hat dann einfach nicht gepasst. Und deswegen bin ich dann letztendlich auch gegangen, weil ich mich wie im Gefängnis gefühlt habe, total eingesperrt. Das hat dann auch alles ganz, ganz krasse Dynamiken angenommen, ne, weil ich ja auch einfach in so einer Position war, wo ich kein Spanisch gesprochen habe. Wir haben immer alles zusammen gemacht. Und ja, und das ging dann auch teilweise so weit, dass wenn ich dann mal alleine raus wollte, und dann war ich irgendwie zu viele Stunden weg, dann war er beleidigt, als ich wieder kam und so Sachen. Also das war dann wirklich nicht mehr lustig. Ne? Wir waren halt total abhängig irgendwie so voneinander. Und das ist aber interessant, weil ich vorher in Deutschland habe ich nie mit einem Mann zusammengewohnt oder so. Ne? Also ich hatte da schon Partnerschaften, aber nie so was richtig Festes und auch nie wirklich über einen langen Zeitraum. Ich glaube, mein Rekord lag da vielleicht bei einem Jahr. Und dann bin ich quasi von diesen vorherigen Erfahrungen, wo ich wirklich nie was wirklich Ernsthaftes hatte mit Zusammenleben und Pläne für die Zukunft machen und so weiter, dann direkt in eine Ehe gegangen, so, ne, wo man dann 24/7 aufeinander hockte. Das war halt auch krass. Also von total Freiheit, ne, und independent und so, dann direkt in dieses Abhängigkeitsding. Weil ich war ja wirklich abhängig von ihm, ne, schon allein wegen den Sprachbarrieren und so weiter. Und ich war einfach in einer fremden Kultur, ich hatte keine Ahnung, wie alles funktioniert. Und deswegen konnte ich auch viele Sachen einfach gar nicht alleine regeln, weil ich gar nicht verstanden habe, wie es abläuft. Ne? Gerade auch das ganze Behördenzeug und so, das ist in Mexiko einfach halt alles nochmal ganz anders. Und ja, es ist halt auch spannend. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Pendelprinzip gehört hast, dass das Universum immer erstmal, dass deine eigenen Lebenserfahrungen immer erstmal zu dem einen Extrem ausschlagen. Ne? Bei mir war es halt vorher immer, ich will keine Beziehung, ich brauche keine Beziehung und ich mache alles alleine. Dann zum nächsten Extrem, was dann eben in meinem Fall quasi die völlige Abhängigkeit war. Ne? Und dann irgendwann pendelt sich in der Mitte ein. Ich glaube, in dem Prozess bin ich gerade. Hallo Carsten, hallo Steffi, ihr seid auch am Start, sehr cool. Und ja, und deswegen, es hat dann auch ein bisschen Zeit gedauert. Ne? Das war jetzt im Oktober 2020, als ich mich getrennt habe, da auch mich wieder da an das ganze Thema Dating und so ranzuwagen, hatte ich auch gar keinen Bock zu. Ne? Ich musste erst mal selber klarkommen, weil ich musste erst mal Spanisch lernen und so weiter und mich erst mal dann alleine zurechtfinden, weil das ist echt nochmal was ganz anderes. Und naja, aber jetzt so im letzten Jahr, oder nee, wo was? Haben wir jetzt August? Na doch, schon so im Ende so letzten Jahres habe ich mich dann auch mal wieder bei Tinder angemeldet. Und das war echt witzig. Also, weil ich weiß ja nicht, wie das jetzt heutzutage in Deutschland so ist, aber ich hatte halt echt das Gefühl, also ich habe nur ein paar getroffen, vielleicht 5 insgesamt in der ganzen Zeit. Ich war da ein paar Monate aktiv und dann habe ich aber Tinder auch wieder gelöscht, weil das irgendwie, ich halt voll das Gefühl hatte, dass es zum einen nur um Sex geht. Ja, da waren auch ganz viele immer Profile, wo man halt einen Mann sieht, so der halt so quasi so halb seine Hose öffnet und dann 1000 Geldscheine in der Hand hat. Und dann habe ich mir später erklären lassen, dass das halt so, dass ganz viele Männer Tinder genauso nutzen. Die sind halt verheiratet und so weiter und die suchen halt wirklich einfach nur jemanden für ein paar Stunden und die bezahlen dann eben auch dafür. Ne? Und die suchen sich die Leute bei Tinder. Und dass es aber auch ganz viele Frauen gibt, die speziell eben genau das auch bei Tinder suchen. Das heißt, wenn du da auf der Plattform bist, zumindest hatte ich den Eindruck, dann denken auch alle sofort, dass du halt eben nur das suchst. Na, und deswegen waren halt auch die meisten Treffen, die ich dann hatte, irgendwie sehr oberflächlich. Und ja, und die Männer halt so sehr, oh, ich brauche unbedingt jemanden. Ne? Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich in Deutschland auch nicht anders. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich auch so immer genug Leute kennenlerne. Ich brauche einfach nur auf die Straße zu gehen und dann quatsche ich da mit jedem oder auch über Instagram oder so, ne? Oder Facebook lerne ich auch Leute kennen. Von daher ist es, glaube ich, für mich besser, nicht auf so einer Plattform unterwegs zu sein. Ich habe auf jeden Fall sehr viele neue Follower davon bekommen, aber ja, auch nicht. Genau, das war eine ganz interessante Erfahrung. Und ich glaube, also ich bin jetzt hier auch in Oaxaca, ne? Das macht es vielleicht auch nochmal besonders schwierig, sage ich mal,
da jemanden zu finden, der mit meiner Art so klarkommt, dass ich halt gerne ich bin halt total freiheitsliebend und auch immer ich bin halt ständig im Wandel und ja, ich glaube, ich passe halt da wirklich noch weniger in dieses gesellschaftliche Modell rein. Und jetzt bin ich jetzt auch schon 36, habe keine Kinder, ne? Das ist halt auch immer ein Thema hier im Dorf, dass die Männer sich immer alle fragen, ja, aber ist dir denn nicht langweilig, ne, wenn du das so alleine lebst und willst du denn keine Kinder und so. Aber das Thema kommt bei mir überhaupt nicht auf. Das wollte ich heute also jetzt hier in dem Live auch nochmal sagen, dass das auch wichtig ist, dass du weißt, wer du bist. Ne? Und ich zum Beispiel, ich dachte immer, dieses Kinderthema, das kommt vielleicht noch irgendwann. Ne? Vielleicht bin ich einfach noch zu jung, aber es kommt bei mir einfach nicht. Also ich liebe Kinder, ich verbringe auch total gerne Zeit mit Kindern, aber ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, dass ich selber eins möchte. Und das ist halt auch wichtig, das zu akzeptieren, weil die Gesellschaft einen ja auch immer oft irgendwie was anderes widerspiegelt. Ne? Und dann fragst du dich halt selber so, aber stimmt irgendwas mit mir nicht? Warum habe ich denn keinen Kinderwunsch und so, ne? Aber ich glaube, das ist halt ganz normal. Und da wollte ich auch nochmal auf den Aztekenkalender zu sprechen kommen, weil den habe ich hier in Oaxaca kennengelernt, den Aztekenkalender. Das ist wie der Maya-Kalender, da kann man eben anhand deines Geburtsdatums Aussagen über deine Seelenessenz treffen. Und ich habe das eben auch genau in der Zeit kennengelernt, als ich mich gerade getrennt habe. Und dann, also vielleicht ein paar Monate später, und dann wurde mir auch alles so klar, ne? Weil meine Symbole sind eben Erdbeben und Adler. Und beides Symbole sind halt total freiheitsliebend, total selbstständig. Und das Erdbeben spricht halt vor allen Dingen auch immer für ständige Bewegung. Ne? Ich muss ständig was Neues machen, ständig verwandle ich mich auch eben selber. Und ich fühle mich eben auch selber also allein total gut. Ne? Man sagt, die Adler, die fliegen halt auch immer allein. Und das habe ich halt lange Zeit damals auch in Deutschland immer nicht so akzeptieren wollen. Ich habe immer gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und habe dann auch irgendwann gedacht, ich wäre beziehungsunfähig, habe da auch Bücher dazu gelesen zu dem Thema, ne? Und dachte dann so voll, oh, meine Mutter hatte irgendwas falsch gemacht, wollte dann die Schuld meiner Mutti in die Schuhe schieben und so Sachen. Einfach, weil ich gedacht habe, mit mir stimmt was nicht. Bin ich das einfach. Ich bin halt glücklich allein und ich brauche auch ganz viel Zeit allein, einfach für meine ganzen kreativen Ideen, die ich ja jetzt auch wirklich auslebe. Damals in Deutschland war das noch nicht so, da war ich auch ganz normal angestellt und so. Aber jetzt auch in der Selbstständigkeit, ne, das ganze Entwerfen von neuen Produkten und so weiter, das erfordert so viel Kreativität. Und da brauche ich persönlich als Adler, der halt einfach alleine fliegt, halt ganz viel Zeit für mich alleine und ja, und komme da halt selber auf die Ideen, sag ich mal. Ne? Von daher ist das schon alles okay so. Ich glaube, das Schlimmste ist halt, wenn du denkst, mit dir stimmt was nicht und du musst jetzt unbedingt einen Partner suchen oder du brauchst jetzt unbedingt ein Kind, weil halt alle dir sagen, oh, du musst doch irgendwie ein Kind zeugen in deinem Leben. Ja, und dann machst du das und dann, also ich kenne auch genug Mütter, die wirken alles andere auch als glücklich auf mich. Und ich kenne halt auch genug Frauen in meinem Alter, die genau deshalb so unzufrieden sind, weil sie keinen Partner haben und weil sie keine Kinder haben. Und das finde ich persönlich halt echt traurig, weil ja, es gibt dann tausend andere Sachen, die man mit seinem Leben anfangen kann. Ne, das Gefühl, das habe ich halt auch ganz tief in mir drin. Das fühlt sich so an, als hätte ich selber in meinem vorherigen Leben schon immer Kinder gehabt, als wäre das in diesem Leben halt einfach nicht Thema, als wäre das einfach nicht dran. Ne, ich meine, wenn es passieren sollte, dann passiert es, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich das plane. Und ja, und das fühlt sich mittlerweile halt völlig okay an. Aber wie gesagt, früher dachte ich immer, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und deswegen bin ich diesem Aztekenkalender halt auch echt extrem dankbar, weil meine Symbole, wie gesagt, die sind halt alle für total freiheitsliebend und eher allein sein auch, ne, und damit glücklich sein. Und das hat dann endlich halt bei mir so einen Schalter umgelegt und dann habe ich das endlich akzeptiert, dass das halt so ist. Weil ich glaube, dieses Ding mit der Ehe, dass ich einfach nach Mexiko gegangen bin und geheiratet habe, jemanden, den ich ja eigentlich gar nicht kannte, das war, glaube ich, auch eher so ein gesellschaftlicher Druck, dass ich mir dachte, ich muss das doch jetzt irgendwie machen, ne, weil alle das ist ja quasi immer so der einzige Wunsch von allen, einen Partner zu haben, zu heiraten und dann irgendwie zusammenzuleben. Und ich habe das aber nie innerlich so gespürt, ne, dass ich das auch will. Aber ja, ich glaube, das hat da durchaus auch mit reingespielt. Dass ich dachte, ich muss das jetzt einfach mal ausprobieren. Aber ja, ich habe für mich festgestellt, dass das einfach nicht war. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht schon auch den richtigen Partner für mich gibt, ne, der auch diesen ganzen Freiheitsdrang und sowas auch wirklich unterstützt und der mich da nicht einschränkt, sondern der mich noch freier macht und der
das alles so akzeptieren kann, ne? Das kann schon sein, dass es den gibt. Also, ich verschließe mich da auf jeden Fall nicht, aber ich denke mir nicht, dass ich den irgendwie finden muss oder so, ne, sondern ich mache einfach mein Ding und mache eben das, was mich im Moment glücklich macht. Genau, deswegen und ich biete diese Aztekenkalender-Readings ja auch selber an. Ich habe das dann hier weil mich das so fasziniert hat, dass alles, was ich daraus gelernt habe, mir halt so gut getan hat für mich selber, um mich eben so zu akzeptieren, wie ich bin und um einfach auch ins Vertrauen zu kommen, ne, und zu verstehen, dass das alles richtig ist, so wie es ist. Deswegen habe ich auch gelernt, den zu lesen und biete auch selber Azteken-Online-Lesungen an. Deswegen hier nochmal an dieser Stelle auch für dich die Einladung. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir gerne eine Nachricht und dann können wir mal so ein Reading Out machen. Ich werde hier auch nochmal den Link hier einfügen. Also anhand deines Geburtsdatums kann man da eben die Essenz rauslesen. Das ist mega interessant. Genau, so viel erstmal dazu. Und dann habe ich mir auch noch ein paar Fragen aufgeschrieben, die über Instagram reinkamen. Und eine Frage ist auch, fand ich sehr spannend. Ist es noch so, dass die Familie immer der Freundin vorgezogen wird? Und da möchte ich eine witzige Geschichte erzählen. Also, weil ich würde schon sagen, also ich würde natürlich das Wort immer streichen, man kann ja nie irgendwas generalisieren, aber so an sich ist die Familie wirklich immer sehr, sehr präsent und sehr ja, vorne rangestellt. Ne? Auf jeden Fall hatte ich neulich, das war auch so ein Typ, den hatte ich über Tinder kennengelernt, der hat aber nicht in Oaxaca Stadt gewohnt, sondern viel weiter weg und ich habe dann monatelang, also wir haben immer mal geschrieben und so und dann irgendwie Monate später war der dann mal in Oaxaca Stadt und ich war auch gerade zufällig an dem Tag da und der kam dann gerade von einer Reise mit seiner Mutter, der ist auch 36 wie ich. Und also die waren irgendwie in Kolumbien für 2 Wochen und dann kam er eben an dem Tag wieder von der Reise und dann haben die eben noch eine Nacht in Oaxaca Stadt verbracht, bevor er dann wieder nach Hause gefahren ist. Also ungefähr 8 Stunden weg von Oaxaca Stadt, wo er wohnt. Und dann haben wir uns da halt getroffen, ne, haben halt was gegessen. Und dann das war echt krass, weil seine Schwester hat die ganze Zeit angerufen. Die waren halt jetzt auch in der Stadt, ne? Seine Schwester und der Partner von seiner Schwester und seine Mutter. Und die waren dann halt auch was essen, die haben da irgendwo Pizza gegessen und dann hat die ständig angerufen und hat gefragt, wann wir denn kommen und was wir für eine Pizza wollen, dass wir die jetzt schon bestellen. Also bestimmt 3-mal. Na, und dann wurde der auch sichtlich immer nervöser und meinte, wir müssen da jetzt vorbeischauen. Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Also der kannte mich ja gar nicht, ne? Sondern es war halt der erste Tag, wo wir uns persönlich getroffen haben. Und dann hat er mich quasi direkt da seine ganze Familie vorgestellt. Das war auch total witzig. Also ich habe mich total gut mit der Mutter verstanden. Ich habe viel mehr mit der Mutter dann erzählt, als mit dem Typ. Auf jeden Fall. Aber das war halt so bezeichnend, ne? Und dann wurde es halt auch immer später. Und dann hat er mich noch nach Hause gefahren, weil ich ja, wie gesagt, eine halbe Stunde weg wohne von der Stadt. Und dann hat auch während der Fahrt hat die Schwester die ganze Zeit angerufen und hat halt gefragt, wo er jetzt genau ist und wann er wiederkommt. Und also das war auch so ein bisschen spooky. Ne? Das war halt einfach too much. Und ich glaube, da zielt halt diese Frage so ein bisschen hin. Ne? Und dann hat er mir auch noch so ein paar Kleinigkeiten aus Kolumbien mitgebracht, unter anderem so ein Notizbuch. Und dann hat er gesagt, dass seine Mutter hat ihm gesagt, dass mir das wahrscheinlich gefallen wird, weil seine Mutter hat meinen ganzen Instagram-Account gecheckt, meine Webseite und sowas. Und die hat dann halt entschieden, dass jemand wie ich hat auf jeden Fall immer ein Notizbuch dabei. Und dann hat er halt brav das gemacht, was seine Mutti ihm erzählt hat. Also ja, das war schon ein bisschen krass. Also ich glaube auch nicht, dass ich den jemals wiedersehe. Also der war nett und so, ne? Es war ja ein netter Tag, aber das ist halt diese Abhängigkeit von der Familie, das ist halt schon krass. Aber deswegen auch mein Tipp, bevor du da mit jemandem hier, mit einem Mexikaner irgendwie eine ernsthaftere Sache eingehst, dann auf jeden Fall erstmal die Familie kennenlernen und dann erstmal gucken, kommst du mit denen überhaupt klar? Weil wenn nicht, dann ist das echt ein Problem, weil die sind halt so präsent, ne, da ist ja ständig auch irgendeine Familienfeier und die Familie ist auf jeden Fall an erster Stelle. Und ja, deswegen muss man da wissen, welches Paket man sich dann da einlädt, sage ich mal. Ja, genau. Und dann habe ich noch die Frage bekommen, ist Fremdgehen dort oft normaler als in Deutschland? Also, ich weiß jetzt nicht, kann ich jetzt so auch nicht beantworten. Mir persönlich ist das nie passiert, beziehungsweise nicht, dass ich wüsste. Ja, also mein Ex-Mann kann ich mir nicht vorstellen, dass er fremdgegangen ist, aber wir waren ja auch die ganze Zeit zusammen, so da war die Gelegenheit dazu ja auch gar nicht da. Aber so allgemein hört man schon so viele Geschichten. Ne? Und es ist halt schon so, dass der Mexikaner an sich
der ist halt immer irgendwie so flirty unterwegs, ne? Egal, ob der jetzt verheiratet ist oder nicht. Das ist halt auch so eine Lebenseinstellung, glaube ich. Ne? Also ich meine, das heißt ja jetzt nicht, dass der dann da irgendwie noch weitergeht oder so, aber so an sich ist halt immer so eine Flirtstimmung allgemein immer da. Und ja, wenn sich dann die Gelegenheit ergibt, vielleicht gehen die dann noch weiter, so, das kann ich mir schon vorstellen. Aber das würde ich jetzt nie unterstellen. Ne? Also da kann ich nicht so viel dazu sagen, weil ich da selber keine Erfahrung damit gemacht habe. Aber so an sich ist es vielleicht hier, das ist halt alles irgendwie so ein bisschen gefühlvoller, leidenschaftlicher, das Leben so an sich. Ne? Man zeigt halt viel mehr Emotionen und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das halt eher mal passiert, sage ich mal, als vielleicht in Deutschland. Vielleicht hat man hier mehr die Gelegenheit, auch fremd zu gehen, weil halt alle irgendwie ständig so flirty halt unterwegs sind. Ich weiß es nicht. Aber kann schon sein. Ich meine, es ist halt einfach alles ganz anders. Man kann es halt überhaupt nicht vergleichen. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund hier im Dorf, der ist so ungefähr 50. Mit dem habe ich manchmal zu tun, also der ist Immobilienmakler. Und deswegen manchmal, wenn ich da irgendwie Fragen zu Häusern, Verkaufen und so bekomme, dann wende ich mich immer an den. Und der ist halt Immobilienmakler und ist auch Anwalt und hat auch sonst eben, war immer schlau beim Investieren, sage ich mal, in seinem Leben. Und er hat halt so mega, mega krasse Karre und hat auch einen Haufen Immobilien überall und keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das dann halt alle möglichen Frauen, ne? Die können auch mal teilweise 20 sein und der ist halt über 50, die sich dann da auch an den ranmachen. Ne? Das ist halt auch krass. Da habe ich auch neulich mit dem mal länger da über das Thema gesprochen. Also der lebt halt alleine, ne? Und der ist, ja, der ist halt offen, ne? Also der ist quasi available, wie sagt man das? Und auf jeden Fall, wenn also es ist ja nicht nur, dass die Männer das dann so machen, sage ich mal, dass die ständig irgendwie vielleicht auf der Suche da nach Abenteuern sind, sondern es gibt ja auch genug Frauen, die auch gerade, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch das Thema Armut manchmal, ne? Dass auch gerade Frauen gezielt wirklich auch auf der Suche sind nach Männern mit Geld. Und das heißt, wenn du hier ein Mann bist mit Geld, da kannst du halt auch wirklich viel machen. Ne? Und er hat mir halt wirklich von irgendwelchen 20-Jährigen erzählt, die halt bildhübsch sind, total geiler Körper, total durchtrainiert und keine Ahnung was. Und die stehen halt alle, also die kann der alle haben, ne? Weil der halt Geld hat. Das ist halt auch krass. Ich glaube, das ist in Deutschland auch nicht so ausgeprägt. Ne? Dass halt hier auch dieser ökonomische Status halt doch auch eine sehr große Rolle spielt. Ne? Und auch einfach die Idee, dass der Mann halt da ist, um alles zu bezahlen, das hört man schon auch immer wieder. Als ich hier mal noch in das Nagelstudio hier im Dorf gegangen bin, bei der Nancy, dann hat sie mir auch mal Geschichten halt aus dem Dorf erzählt, ne? Der Gossip halt. Und da waren auch immer mal so Geschichten dabei von irgendwelchen Mädels, 16 Jahre alt oder so, oder 18, ne? Wo dann irgend so ein Sugar Daddy da auch die Schule bezahlt, die Ausbildung bezahlt und denen eine Wohnung bezahlt irgendwo dann in Oaxaca Stadt. Und die Männer sind aber verheiratet, die haben Familie und alles. Ne? Und teilweise ist das sogar so, dass die Frau das weiß, die Ehefrau. Aber es wird halt irgendwie mehr akzeptiert. Weiß ich nicht. Na, ich nehme mal an, das hat halt auch wirklich was mit der ökonomischen Situation zu tun. Ne? Dass das halt für viele auch wirklich ein einfacherer Weg ist, sich halt jemanden zu suchen, der Kohle hat. Und der Kohle hat, der wird dann auch automatisch vielleicht auch so angesehen, als könnte er das ja machen, weil er hat sich ja verdient sozusagen. Ne? Er hat halt so viel Geld erarbeitet, dass das auch okay ist, wenn er mehrere Frauen finanziert sozusagen. Und dann wird das vielleicht dann auch einfach so angenommen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also da kriegt das Fremdgehen an sich halt auch nochmal eine ganz andere Dimension, weil es geht ja nicht nur ums Fremdgehen, sondern es geht ja wirklich darum, dass dann auch andere Frauen, sage ich mal, von dem Geld, von dem Mann profitieren können und so weiter. Ne? Und deswegen ist das halt so für viele hier im Dorf, halt meine Situation ist halt für viele so befremdlich, weil ich einfach 36 bin, Single und meine Miete und so alles selber bezahle und das ist halt ja in der Regel nicht so. Ne? Weil erstens mal in dem Alter hast du schon 5 Kinder und zweitens, weil ja, wenn sie dann immer sagen, ja, du bist ja so hübsch, ne, und du bist so intelligent und sowas, wie warum, das ist quasi dann so, als wäre das was Schlimmes, dass ich eben selber für meinen
für meine Finanzen und so aufkommen muss. Als wäre das so eine Bürde, die ich da trage, die ich ja gar nicht tragen müsste, weil ich könnte ja einfach bei irgendjemandem einziehen oder mir ein Haus schenken lassen oder keine Ahnung. Und dann müsste ich das nicht mehr ertragen quasi, dass ich halt selber, ne, arbeiten gehen muss sozusagen. Das ist halt nochmal ein ganz anderes Konzept. Und ja, das ist schon interessant und ich liebe das auch mit den Leuten halt darüber auch wirklich zu erzählen, ne? Wie mit meinem Immobilienmakler da. Das ist so spannend, dass der eben da wirklich so quasi freie Fahrt hat, weil der eben Geld hat, ne? Dass der sich da alles Mögliche erlauben kann. Ist schon sehr interessant. Genau. So, jetzt habe ich eigentlich auch schon über alles gesprochen, was ich so sprechen wollte. Also zusammenfassend ist vielleicht nochmal zu sagen, dass wenn du das erste Mal nach Mexiko kommst, dann da einfach ein bisschen dir dessen bewusst sein, ne? Dass dieses ganze Dating, dass dieses Flirten und so hier einfach viel intensiver ist. Dass das jetzt nicht unbedingt ist, weil der Typ mega verliebt in dich ist, sondern weil es einfach seine Art, dir zu zeigen, dass er dich mag. Ah ja, und was aber auch spannend ist, was ich hier in Oaxaca schon oft erlebt habe, es gibt tatsächlich auch viele Männer, die wirklich nur auf weiße Frauen aus sind. Ja, das kommt ja auch nochmal dazu. Also ich kann mir aber vorstellen, dass das hier in Oaxaca auch nochmal ein bisschen extremer ist, weil wir ja hier eben sehr indigen geprägt sind und viele Leute haben halt immer noch die Idee, dass je weißer der Mensch, ne, je größer, oder hat blau oder die hat blaue Augen oder sowas, dann hat die halt gleich einen ganz anderen Status. Und deswegen ist das quasi, wenn hier ein Mexikaner dann mit einer weißen ausgeht, dann gucken halt alle und denken sich, wow, wie hat der Typ das geschafft? Egal auch manchmal, wie hässlich die Frau ist. Hauptsache, sie ist halt eine Ausländerin. Ja? Das ist auch nochmal so ein Thema. Und da gibt es auf jeden Fall in Oaxaca auch viele, die sitzen dann die ganze Zeit da auf dem Zocalo rum, auf dem Hauptplatz oder da in der Santo Domingo Kirche und warten halt nur drauf, dass irgendwelche einsamen Touristinnen da irgendwie nicht weiter wissen. Und die sehen da halt ihre Chance da drin. Ne? Ich habe auch schon so viele Geschichten gehört von Männern, auch die dann gezielt auch ja, Ausländerfrauen geschwängert haben und solche Geschichten, damit sie dann auch in ein anderes Land können und so. Ne? Also ja, da muss man auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein, würde ich sagen. Also das einfach nicht so ernst nehmen, ne? Wenn die einem dann da die große Liebe erzählen und sowas. Also in meinem Fall war das auf jeden Fall wirklich so, ne? Als ich den Mexikaner geheiratet habe. Also es war auf jeden Fall nicht, weil ich Deutsche war oder wegen meinem Status. Also das habe ich überhaupt nicht gespürt. Aber das gibt es definitiv. Ne? Aber da muss man halt einfach ein bisschen seine Menschenkenntnis benutzen. Ne? Also das merkt man ja dann schon relativ schnell. Wenn einem jemand nach dem dritten Mal treffen irgendwie sonst was verspricht und oh, ich liebe dich und ich mich, also ne, das ist dann vielleicht schon ein bisschen seltsam. Und ja, aber prinzipiell, es gibt auch viele Touristinnen, sage ich mal, die sagen, das geht denen halt total auf den Sack, dass man halt hier ständig angesprochen wird. Ne? Das ist auf jeden Fall schon auch so. Oder dass dir mal hinterher gepfiffen wird oder sowas. Ne? Sowas passiert hier auf jeden Fall in der Straße. Also mich persönlich, ehrlich gesagt, mich stört das nicht. Ich finde es eigentlich immer ganz witzig. Aber ich weiß, dass es da viele gibt, die fühlen sich da halt extrem belästigt. Und das kann wirklich auch sehr belästigend sein. Aber wie gesagt, ich finde, es kommt halt auch mal drauf an, wie man das halt für sich aufnimmt. Ne? Ich meine, ich grüße dann halt einfach zurück und laufe weiter. Also das stört mich halt nicht weiter. Und ich habe auch das Gefühl, dass mir das weniger passiert als anderen. Wahrscheinlich genau deshalb, weil mich das nicht stört und irgendwie merken die das dann, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das sind halt so die Hauptunterschiede. Es ist halt, die Kultur ist halt wirklich ganz anders. Ne? Und wenn du dann halt wirklich merkst, du möchtest was Festeres vielleicht mit dem Mexikaner, dann wirklich ganz wichtig, erstmal die Familie kennenlernen. Weil da kannst du dann auch ganz viele Aussagen drüber treffen. Bei meinem Ex zum Beispiel, da wusste ich, da kann ich die Familie ja auch nicht. Ich habe den geheiratet und habe an dem Tag zum ersten Mal die Familie kennengelernt, am Hochzeitstag. Und da haben sich dann natürlich danach auch ganz viele Sachen dann noch so herausgestellt, ne, dass dann, ja, halt so Sachen, dass dann zum Beispiel der Bruder, der hat keinen Kontakt zur Familie, sowas passiert halt häufig, ne? Oder dann kam halt auch raus, dass der Vater halt zum Beispiel, das war in dem Fall auch so, da hat der Vater von Anfang an auch eine andere Frau gehabt und die Mutter von Cäsar, von meinem Ex, die hat das auch einfach so hingenommen. Weil die war halt abhängig auch von dem Geld von dem Mann. Ne? Und deswegen war das für die dann okay quasi, dass der zwei Frauen hatte, weil alleine hätte sie jetzt gar nicht gewusst, was sie machen soll.
Und das sind dann halt alles so Sachen, die sind auch dann für mich erst viel später dann ans Licht gekommen, die dann auch viel erklärt haben, ne? Warum wir da immer so Probleme hatten bei Streitigkeiten, warum das gar nicht funktioniert hat, darüber mal vernünftig zu sprechen und so, weil er hat es halt nie gelernt. Ja? Und dann, naja, die verzweifelte Mutter da immer zu Hause, die dann Drama gemacht hat, weil sie ja wusste, dass ihr Mann fremd geht, aber trotzdem hat sie sich nie getrennt und naja, der kann er nicht, es ist halt einfach schwierig, wenn man sich diesen Themen dann nicht stellt und die nicht heilen will, ne, und da wirklich sich Mühe gibt, diese ganzen Traumas aufzuarbeiten und sowas, dann sitzt das halt einfach tief. Und deswegen auch hier nochmal mein Tipp, ganz wichtig, da in die Familienstrukturen reinzugucken und da irgendwie zu verstehen, ne, was ist da passiert in der Vergangenheit, was hat der Mann als Kind schon quasi miterlebt. Weil die Geschichten hier sind halt manchmal auch echt extrem crazy. Die sind halt so crazy, das können wir uns als Deutsche jetzt, sage ich mal, die in so einer Obhut und so einer Sicherheit aufgewachsen sind, oft auch gar nicht vorstellen. Na, da denkt man, naja gut, der hat halt so einen kleinen Knacks oder sowas, aber wenn du dann halt die Geschichte wirklich kennenlernst, ist die halt mega krass. Mit, ja, wie zum Beispiel das von meinem Ex, ne, dass die Mutter das einfach so hingenommen hat und sowas. Und dann solche Geschichten hört man hier ganz oft. Also, ja, und vor allen Dingen, ich habe auch das Gefühl, je ärmlicher, sage ich mal, die Familie, ne, desto mehr ist das halt auch der Fall, dass solche Sachen halt passieren und dass das einfach so akzeptiert wird. Also, wie gesagt, ich bin halt hier im Oaxaca. Hier habe ich halt eher Kontakt mit, naja, schon eher ärmlicheren Mexikanern. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man in Mexiko-Stadt mit Mexikanern zu tun hat, die schon seit Generationen, sage ich mal, auch eher in der Oberschicht unterwegs sind. Und so. Ich glaube, da ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Wobei, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Weil diese ganzen Telenovelas, die man aus Mexiko kennt, die sind alle immer total dramatisch und ständig geht da irgendjemand fremd und es ist Couch. Ne? Und wenn man damit eben aufgewachsen ist, dann ist das natürlich irgendwie so normal. Sugar Daddies. Ja, davon gibt es hier echt einige. Also wie gesagt, da bei mir in meinem Nagelstudio, die Geschichten waren auch immer richtig gut. Die da hatte von den, also es sind halt teilweise wirklich 16-jährige Mädchen, die dann mit irgendwelchen 50-, 60-Jährigen am Start sind. Ne? Aber man kann es ja verstehen, weil die Sugar Daddies sie halt auch wirklich rausholen aus ihrer Armut. Ne? Und oft sehen sie halt keine andere Perspektive in dem Moment. Ich meine, es ist ja im Endeffekt ist es ein Geben und Nehmen. Also ich würde das auch nicht beurteilen, als wäre das jetzt irgendwie was Schlechtes oder so, keine Ahnung. Ich bin ja nicht in der Situation, zum Glück. Also, deswegen kann ich dazu auch nicht so viel sagen. Ja, also ich weiß nicht, gibt es jetzt vielleicht noch irgendeine Frage oder vielleicht noch irgendwas, auf was ich nochmal spezieller eingehen könnte? Dann schreibt mir das gerne hier in die Kommentare rein. Weil ansonsten, glaube ich, habe ich jetzt alles hier erzählt, was ich sagen wollte. Aber ich dachte, ich brauche viel länger. Aber ich habe das jetzt ganz schnell alles hier runter erzählt. Ja, aber ich glaube im Endeffekt, gerade diese ganze Dating-Geschichte und so ist wie überall. Ne? Also weil immer viele sagen, so auf Tinder und so, das hat ja alles keinen Bestand, ne? Dass man da keine Beziehung jetzt für längere Zeit findet und so. Ich glaube, das ist woanders genauso. Also man kann natürlich, ich meine, ich hatte ja meinen Ex-Mann auch über Tinder gefunden, so das hat dann schon mal geklappt. Aber ja, ich glaube, das ist überall ähnlich, dass wir heute alle so ein bisschen, weil das alles so ein bisschen schnelllebiger ist und so, das ist natürlich auch hier angekommen, vor allen Dingen auch in den Großstädten. Ne? Also gerade so Mexiko-Stadt oder so würde ich auch nicht sagen, dass sich das so viel unterscheidet vom Leben in Berlin oder so. Ne? Das ist schon alles dann auch ähnlich. Okay, aber dann beende ich das an dieser Stelle, wenn jetzt nicht noch irgendwelche Fragen kommen. Also auch mein Tipp nochmal, wenn du Lust hast auf so eine Aztekenkalenderlesung, dann lege ich dir das wirklich sehr ans Herz. Ist gerade wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt mit dir nicht, dass du da, ne, also gerade beim Thema Partnerschaft und so, da kann man da viele Aussagen treffen. Und ja, dann weißt du ja, wo du mich findest. Und dann freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und wenn du irgendwelche Themen auch noch hast, ne, über die ich mal sprechen sollte, dann lass mich das auch gerne wissen. Und
ja, dann sage ich erstmal schönen Abend noch, beziehungsweise schönen Tag. Und vielen Dank fürs dabei gewesen sein und bis ganz bald.